Hi, ich bin Julina. Ich bin Model, studiere aber auch Medizin und ich bin bei Iconic Management in Berlin in der Agentur. Ja, und bin jetzt hier heute zum Fotoshooting. Sehr cool. Und du warst, glaube ich, vorletzte Woche auf der Fashion Week? Ja, genau. Vor 2 Wochen war Berlin Fashion Week und das war sehr aufregend, weil ich bin auch neu in dem ganzen Model-Ding. Aber durfte 2 Shows laufen, was ganz cool war. Sehr cool. Und ja. Kennt man die Marken, beziehungsweise darfst du sie nennen? Wenn nicht, ist natürlich auch vollkommen. Ja, also ich weiß nicht, ob man sie kennt. Ich musste mich vorher auch da erstmal erkundigen. Ich bin für Milk of Lime gelaufen und für Horror Valkyrie. Beides auch relativ konträre Marken vom Stil her. Das eine mehr so ein bisschen dunklere Töne und das andere sehr blumig und sehr so süß und so. Okay. Also beides sehr konträr, aber hat beides viel Spaß gemacht. Ja, und einfach mal ein bisschen Erfahrung sammeln, das war halt echt das Coole so. War das schwierig, sich in verschiedene Marken oder Sachen reinzuversetzen? Oder? Ging. Also natürlich muss man sich vorher schon so ein bisschen informieren, was auch so die Marke verkörpert, das ist klar. Aber eigentlich fiel mir das relativ leicht, würde ich sagen. Ja? Also ja, schon. Sehr cool. Kannst du mal erzählen, wie hast du zum Modeln gefunden? Also du hast dich dann beworben oder? Ja, genau. Also ich wurde vorher 2 Mal auf der Straße angesprochen. Habe ich dann auch weiter verfolgt, aber da wurde dann im Endeffekt nichts draus. Und dann dachte ich mir, irgendwann ist es zu spät vielleicht, irgendwann bereue ich es nicht versucht zu haben. Dann habe ich mich bei ganz vielen Agenturen beworben, seriösen Agenturen. Und dann habe ich auch Rückmeldungen bekommen und dann bin ich jetzt seit März gesigned. Ja. Cool, herzlichen Glückwunsch. Danke. Du hast gerade gesagt, seriöse Agenturen. Wie hast du das gescoutet vorher, wo du dich bewerben willst? Ja, also es gibt im Internet zum Beispiel bei models.com gibt es auf jeden Fall eine Liste von Agenturen und es gibt auch immer so Indizien, die dafür sprechen oder dagegen sprechen, dass eine Agentur seriös ist, zum Beispiel ganz eindeutig irgendwie im Vorhinein irgendwie Geld verlangen oder irgendwie sowas. Aber wie gesagt, auf der Liste im Internet findet man eben die Agenturen und da kann man einfach mal Polaroids selber zu Hause machen. Mit meiner Schwester habe ich das gemacht. Cool. Ja, und die einfach mal hinschicken und dann einfach mal schauen, was passiert. Ja, mutig sein. Ich gucke mal, dass ich das vielleicht hinten raussuche mit der Liste, dann verlinke ich das. Ja. Könnte natürlich sein, dass es die ein oder andere interessiert. Und die Polas hast du ganz normal zu Hause irgendwie vor einer weißen Wand und dann im Handy oder was? Ja, Handy einfach ganz, sehr cool. Ganz Standard, ja. So, Julina behauptet, sie ist 1,80. Ich behaupte auch, ich bin 1,80, aber ich glaube, ich bin geschrumpft. Ja, das sind auch die Hochschuhe. Das machen auch die hohen Schuhe, aber wir haben es auch vorhin gemessen. Ja. Der alte Mann wird klein. Wir haben Julina einen richtig schönen, coolen Look angezogen. Ein beiges weißes Oberteil und dann so einen kleinen Leinen-Blazer, nennt man das. Mädels, ich kenne mich nicht aus. Und dann hat sie hier so eine richtig schöne, coole Baggy-Hose rausgekramt. Und für die Körperspannung haben wir ihr ein paar Heels angezogen. Die sieht man zwar gar nicht so richtig auf den Bildern, aber gibt automatisch so ein bisschen schöne Hüfte, schöne Form. Nicht, dass Julina nicht schon 1,80 groß genug wäre, aber er ist nochmal extra Premium. Und heute haben wir ein richtig cooles Lichtsetup, das etwas komplizierter ist als sonst. Aber wir wollen uns steigern und das will ich ganz kurz erläutern. Ich werde euch nachher, ich habe schon gefilmt, so ein paar Aufbauten zeigen. Hier habe ich 2 Blitze eingesetzt. Lena, aber kannst du ruhig da bleiben, ist nicht so wild. Genau, hier ist ein Blitz versteckt und hier ist ein Blitz versteckt. Die sind beide ohne Lichtformer und blitzen mir die Wand schön hell. Und damit ich quasi das Licht nicht überall durch den ganzen Raum hier schießen habe ich hier noch 2 V-Flats aufgebaut. Auf dem einen habe ich sogar noch so einen Reflektor hochgelegt. Genau. Das ist aber nur sozusagen das Licht, das so ein bisschen einrahmt. Was viel interessanter ist, und das ist was ganz Cooles, habe ich auch noch nicht so lange, ist ein optischer Snoot. Genau, Lena dreht sich kurz mal um. Und zwar kann man da Lichtformer einsetzen und die lassen nur eben genauso viel Licht durch, wie zu sehen ist. Und ich zeige euch mal hier so einen anderen Lichtformer. Das wäre hier so eine Art Jalousie-Vorhang. Ich habe hier so einen ganz einfachen Schlitz gemacht und wir machen jetzt mal ein paar Bilder davon. Und Julina lässt auch wieder ihr
ihre Magic spielen und zeigt uns, wie sie posen kann. Und dann zeigen wir euch mal, wie das Ganze aussieht. Das Ding ist halt bei so einem Setup, man muss halt echt aufpassen, genau, dass das Model dann auch eben genau in diesem Licht steht. Das macht Julina wunderbar. Das nimmt ihr so ein bisschen die Bewegungsfreiheit, aber die Bilder sind echt anders mega. Damit ihr mal so ein bisschen seht, wie das aussieht, wenn ich diesen Optical Smooth, diesen Effekt nicht habe, mache ich den einfach mal aus und mache einfach ein paar Bilder. Und das wird so sein, dass Julina jetzt ein bisschen unterbelichtet ist. Genau, etwas dunkel, aber auch ein cooler Look. Ihr könnt jetzt einfach, wenn ihr Bock habt, entweder die ISO ein bisschen hochdrehen. Dann brennt natürlich der Hintergrund noch stärker aus. Aber so habt ihr auch einen ganz coolen Look, schnell verändert. Sieht auch mega cool aus. Und das muss ich sagen, dass dieses Lichtsetup mit dem, sag mal, hellblitzen, ist ein bisschen hell geworden, des Hintergrunds in der letzten Zeit echt mein Go-To geworden ist. Ich liebe das Setup, sieht mega cool aus und man kann super schöne Bilder machen. Und Julina und ich arbeiten gleich ein bisschen weiter und wir nehmen euch natürlich die ganze Zeit ein bisschen mit. Was ich vergessen habe zu sagen, ihr fragt euch vielleicht, wo kommt denn das Licht jetzt von vorne her, wenn ich alles ausgeschaltet habe. Und das ist einfach wirklich nur Reflexion. Also ich drehe mich mal um. Ich habe hier halt nicht so weit weg eine weiße Wand und eben auch eine weiße Decke. Das Film? Ja, hier sowas. Genau. Und das ist einfach Reflexion. Wenn ihr natürlich irgendwie so ein riesen Studio habt, wo hinter euch Mitarbeiter nichts sind, dann müsst ihr irgendwie irgendwas zum Bouncen hinstellen. Bei uns kommt es halt aus der Ecke. So, weiter geht's. So, wir haben jetzt ein bisschen das Setup gewechselt. Julina hat jetzt ein richtig cooles Jeans-Outfit noch mitgebracht und das haben wir mit so einer kleinen Strumpfhose kombiniert. A, weil ich es gut finde und zweitens, weil es uns ein bisschen hilft, auch, es ist zwar eine Hose, aber so ein bisschen auch den Schritt zu verdecken und sowas, ein bisschen Feuer im Posing. Und wir sind jetzt auf einem ganz einfachen Setup, nämlich Licht. Fällt mir gerade auf, Licht ist von oben noch an, deswegen machen wir das mal aus. Genau, wir haben ein bisschen Fensterlicht. Das kommt hier nicht so ganz direkt rein. Die Sonne ist noch nicht ganz rumgezogen. Außerdem ist es heute leicht bewölkt zwischenzeitlich. Das heißt, wir haben super schönes, weiches Licht. Und dadurch, dass ich nicht mit Blitz arbeite, können wir jetzt auch relativ schnell, also schneller als mit Blitz shooten. Und wir fangen einfach mal an und machen die ersten Bilder. Genau, wo bin ich heute hier? Ich bin da bei einer 400 Sekunde. Das ist vielleicht bei Tageslicht doch ein bisschen interessanter. Blende von 2.8. Vielleicht mache ich mal auf 2,5, 2,2 hoch und eine ISO jetzt von 400, ja mega. Und manche werden fragen, wieso bist du denn bei einer Verschlusszeit von einer 400stel? Das könnte man locker natürlich bei 55 mm auch mit einer 200stel schießen. Aber ich bin immer so verwachsungsängstlich, deswegen bin ich eher bei einer höheren Verschlusszeit. Eine ISO von 400 bringt mich jetzt nicht um. Mega, sehr cool. Und hier sind wir voll mega. Ja, super. Was wir gleich noch einbauen werden, aber das ist ein bisschen schwierig mit dem Film. Wir haben noch einen Ventilator hier, denn der wird gleich noch ein bisschen Wind für uns spendieren. Den wird gleich Lena benutzen. Das nur als Info. Blendet euch ein paar Bilder ein. Oh, Lena macht sogar beides gleichzeitig, sehe ich gerade. Mache ich mal ein Foto hier. So, mega. Und ein bisschen Wind reinbringen, ist mega gut. Yes. Julina, genau. Ich wollte ganz zu Julina sagen, lehne ich mal nach vorne. Das macht sie instinktiv. Mega. Yes. Ich liebe die Bilder jetzt schon. Das ist der absolute Knaller. Ja, und jetzt seht ihr, wie der Wind hier reinhaut und so ein bisschen die Haare, ja, ein bisschen die Haare schwingen lässt. Mega Sache. Wir shooten jetzt noch ein bisschen weiter. Beim nächsten Setup nehmen wir euch wieder mit. Ja, wir sind jetzt schon, glaube ich, 3 Stunden dabei. Bist du noch frisch? Ja, mir geht's gut soweit. Sehr schön. Ich habe, glaube ich, jetzt 2,5 Outfits so geshootet. Wir variieren ein bisschen und ein paar verschiedene Lichtsetups. Ich glaube, ich sollte das nicht so nah an meinen Mund halten. Genau. Und jetzt kommt das dritte Lichtsetup. Nee, das dritte Outfit. Und hier nochmal ein Lichtsetup für die, die es interessiert. Das habe ich auch schon in einem anderen Video mal erklärt. Ist ziemlich einfach. Diesmal habe ich noch so eine Lantern dran gemacht. Das heißt, ich blocke das Licht von einem direkten Einfallen auf Julina ab
und möchte aber trotzdem ein bisschen weicher halten. Und das sollte jetzt eigentlich dazu führen, dass durch die Lantern es relativ weich wird und trotzdem aber so eine Richtung dabei ist durch die, wie nennt man das, ich weiß aber nicht, V-Flat. Und dann habe ich noch einen zweiten Blitz, der ist auf ein Achtel gestellt. Ich muss mal gucken, auf was der hier überhaupt gestellt ist. Auch auf ein Achtel. Vermutlich werde ich den hier gleich ein bisschen stärker stellen als Hauptlicht. Und ja, Julina hat ein richtig schönes Outfit, ist natürlich mit ihrer Größe perfekt. Lange Strumpfhose, ein Body dazu und einfach nur ganz schlichten Blazer. Und hat jetzt ein bisschen Schmuck aufgelegt, den hatten wir bisher bei den Looks vergessen. Und damit wollen wir jetzt einfach ein paar coole Bilder machen. Und genau, ich würde einmal 1, 2 Lichtchecks machen. Genau, ist ein bisschen dunkel, ein Stück nach vorne, genau reicht. Und dann würde ich nämlich das Hauptlicht nehme ich jetzt mal auf ein Viertel hoch. Ja, genau, mehr Richtung, mehr Kontrast, sehr gut, das ist das, wie ich es haben will. Und dann shooten wir einfach mal los, genau. Mega. Yes. Ja, willst du nochmal die Seite, auf der Seite die Haare hinter das Ohr machen? Genau, weil so nimmt es mir einfach bei dem Licht relativ viel ja, Licht weg. Deswegen ein bisschen schattenfrei das Gesicht. Mega, und man sieht auch die Ohrringe richtig cool. Wir können eigentlich auch ehrlich gesagt auf beiden Seiten die hinter die Ohren machen, dann haben wir richtig ein Gesicht richtig schön drin. Ja, mega. Sehr schön. Ja, super. Mega schön. Ja, klasse. Bisschen dunkler würde ich sogar noch stellen. Kann ich, ja, obwohl, nee, das ist so drin. Ich bin jetzt gerade auf einen 50 mm. Ich bewege mich immer ein bisschen, dann habe ich verschiedene Schnitte. Und ich probiere auch ehrlich gesagt sehr oft verschiedene Brennweiten aus. Man kann sowas auch sehr cool im Weitwinkel shooten. Da würde ich dich mal bitten, in die Hocke zu gehen, sonst ist es nämlich da. Genau. Und wenn man das ein bisschen im Weitwinkel shootet und von unten, dann kommt so eine Dominanz mit in das Bild. Ich blende euch das natürlich ein. Jetzt ist natürlich das Licht etwas weit oben. Ihr seht, mal ein bisschen Anpassung, das gehört dazu. So. Und dann. Mega. Ich checke nochmal das Licht. Ja, sieht super aus. Klasse. Mega. Jetzt bin ich sogar hier auf dem, ich glaube, 35 mm. Ist noch nicht ganz so weitwinklig, aber es ist schon so viel, dass es nicht der klassische Look ist. Und das bringt einfach nochmal so ein bisschen, ja, Spannung in das Bild. Mega. Ein bisschen heller noch. Nochmal im Stehen, da war ich noch nicht ganz fertig. Genau, wir shooten ein bisschen weiter. Wenn man so oben auf dem Bild so die Decke und so sieht, das mache ich meistens weg. Ich habe halt nicht so das optimale 3 Meter Höhenstudio. Man muss ein bisschen tricksen, aber zum Glück gibt es ja heute Photoshop und AI und das hilft einem dabei. Genau, wir machen wieder weiter. Bis später, Gesundheit. So, Julina, vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke auch. Ich hoffe, das Shooting hat dir gefallen. Ja, super gut. Also es war ein total tolles Shooting. Es hat mega Spaß gemacht, total lockere Atmosphäre und es war einfach ein cooler Tag heute. Vielen Dank, kann ich nur zurückgeben. War mega. Wir haben ein paar coole Looks gemacht. Ich hoffe, dass euch das gefallen hat, dass ich euch ein bisschen mehr mitgenommen habe als nur ein Set, so ein bisschen, was wir heute gemacht haben. Auch mit dem Make-up und so weiter, ein paar mit Fragen. Und genau. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt gerne ein Like und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und dann bis zum nächsten Video.